Die Feedbackgespräche sind der eigentliche Sinn und Zweck der Lehrevaluation. Es geht dabei ja darum, und so ist es in der Evaluationsordnung ja auch durchaus vorgesehen, dass Dozenten eine Rückmeldung erhalten, was wie bei den Studierenden angekommen ist. Zunächst einmal ist der Evaluationsbogen eine Möglichkeit, um zu erkennen, ob diese Intention tatsächlich so auch bei den Studierenden angekommen ist. Nachdem die Fragebögen in Veranstaltungen ausgefüllt sind, gehen sie zurück ans Druckzentrum per Hauspost oder können dort persönlich abgegeben werden, werden dort eingescannt und werden von Evasys dann vollautomatisch ausgewertet. Was das System dann auch macht, ist, dass es automatisch eine E-Mail an unsere Lehrenden rausschickt mit der Info, dass die Ergebnisse jetzt zur Verfügung stehen. Das passiert in der Regel innerhalb des Semesters binnen 24 Stunden. Dann kommt aber der eigentlich wichtige Teil und der Kern des Feedback-Verfahrens an der RUP, und zwar das Feedback-Gespräch. Das heißt, die Ergebnisse werden den Studierenden zurückgekoppelt. Da geht es um eine Rückmeldung für die Lehrenden zu der Veranstaltung insgesamt. Da geht es darum, Anhaltspunkte zu bekommen zu einer Verbesserung der Lehre, und vor allen Dingen geht es darum, dass Lehrende und Studierende über die Veranstaltung nochmal ins Gespräch kommen. Die Lehrveranstaltungsbewertung findet verpflichtend und flächendeckend alle 2 Jahre statt. Es kann aber auch sein, dass Fakultäten für sich festgelegt haben, dass es häufiger verpflichtend und flächendeckend durchgeführt wird. Da sind also die Fakultäten frei, nach oben abzuweichen. Alle 2 Jahre ist es allerdings Pflicht. Ich führe die Feedbackgespräche in jeder meiner Lehrveranstaltungen durch und bereite mich natürlich darauf vor und schaue mir die Ergebnisse an, was dabei rausgekommen ist, was für Kommentare die Studierenden abgegeben haben. Führe dann halt die Gespräche im Rahmen einer der nächsten Veranstaltungen durch und stelle zunächst halt das Ergebnis vor, damit auch jeder Studierende sieht, was bei der Evaluierung rausgekommen ist. Durch das Gespräch haben halt natürlich die Studierenden auch die Möglichkeit, ihre Kreuze auch mit Worten zu beschreiben, sodass ich dann auch ein bisschen mehr an Informationen habe, warum dieses Kreuz da gemacht wurde und nicht woanders, damit man auch über die Maßnahmen sprechen kann, wie man es denn halt anders machen könnte, sodass auch die Studierenden auch letztendlich das Gefühl haben oder haben müssen, dass ihre Meinung irgendwo auch zählt. Der Vorteil einer solchen Feedbackrunde liegt einfach darin, dass man die Gesamtheit der Ergebnisse sieht und dass man vielleicht Themenpunkte, die in den Kurzfragen der Evaluation nicht so einfach geklärt werden können, nochmal genauer erklären kann. Das finde ich generell sehr gut, weil wenn man etwas ausfüllt, dann sollte man auch ein Feedback dazu bekommen. Durch so ein Gespräch merkt man auch, ob der Professor das, was man da hinschreibt, wirklich ernst nimmt und das auch registriert. Sonst macht man es ja quasi umsonst, wenn man nicht weiß, was der Professor dazu sagt. Ich finde diesen sehr wichtig und vorteilhaft, weil so auch nochmal ein Dialog zwischen den Lehrenden und den Studenten zustande kommen kann. Es ist einfach wichtig, dass die Vorschläge, die von den Studenten gemacht werden, auch nochmal vom Lehrenden aufgenommen werden. Können sich die Lehrenden auch nochmal rechtfertigen und nachfragen, was die Studenten denn genau gemeint haben mit ihren Vorschlägen. Bei uns bei den Geografen im Geografischen Institut, wo ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bin, da ist es Standard, dass wir unsere Lehrveranstaltungen bewerten lassen, also evaluieren. Und da kann man sagen, das nehme ich zur Kenntnis, das geht einfach ins Monitoring der Fakultät mit ein. Ich könnte aber auch sagen, das nutze ich, um mich selbst weiterzuentwickeln. Also ich persönlich merke, dass ich bei den Ergebnissen an meine Grenzen komme, dass es da also eine Form von Dialog braucht. Ich muss die Möglichkeit haben, bestimmte Ergebnisse nochmal rückfragen zu können und die Studierenden fragen zu können, was sie denn eigentlich genau mit dieser oder jener Antwort gemeint haben. Also wenn ich mich persönlich weiterentwickeln möchte, mich und meine Tätigkeit als Lehrende, dann halte ich das für unabdingbar sozusagen. Da hat sich für mich bewährt, dass ich zentrale Ergebnisse der Bewertung zwar vorstelle, aber dass ich dann vor allen Dingen konkrete Fragen an die Gruppe richte. Die Frage nach den Evaluations- oder Feedbackgesprächen in den Lehrveranstaltungen ist in gewisser Weise immer ein heikler Punkt, insofern als ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Studierenden auch in einer gewissen Weise dazu überredet werden müssen, etwas zu sagen und Stellung zu nehmen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass noch niemals in einer schriftlichen oder dann auch in der mündlichen Evaluation in den Feedbackgesprächen eine persönliche Kritik im Sinne einer Beleidigung oder unsachlichen Bemerkung gefallen ist, sondern dass die Studierenden einerseits einen sehr scharfen Blick darauf haben, was gut, was schlecht läuft und auch sehr konstruktiv berichten können, wie das in meinen Lehrveranstaltungen gelaufen ist und wie ich es
gegebenenfalls noch hätte besser machen können. Insofern habe ich mit diesen Feedbackgesprächen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Eine wichtige Voraussetzung allerdings für das Gelingen von Feedbackgesprächen ist die Kommunikationskultur, die man vorher im Seminarzusammenhang etabliert hat. Ich würde es mir wünschen, dass die Evaluation auch für die Studierenden viel stärker als ein Instrument wahrgenommen wird, mit dem sie sich selber beteiligen können an der Qualität der Lehre, die sie erleiden oder im besten Falle genießen müssen. Eine Frage, die häufig gestellt wird, ist eben auch, muss ich denn eigentlich alle Ergebnisse bis ins Kleinste vorstellen? Das muss natürlich nicht unbedingt sein. Man kann sich als Lehrender, als Lehrende besonders gute, besonders schlechte Ergebnisse raussuchen und die nochmal vorstellen oder Ergebnisse, die besonders breit streuen, um Studierenden auch nochmal klarzumachen, dass es eine große Heterogenität in den Ergebnissen geben kann und man es vielleicht auch nicht allen immer recht machen kann. Ein schöner Hinweis ist, dass man sich vielleicht den Fragebogen selbst mal vornimmt und eine Prognose versucht, ihn also ausfüllt und dann diese eigene Prognose mit den echten Ergebnissen der Befragung der Studierenden nebeneinander legt, um zu gucken, gibt es da große Abweichungen. Und das sind so Themen, die man auch nochmal im Feedbackgespräch besonders hervorheben kann. Es geht nicht darum, dass damit sich ein Dozent, eine Dozentin eine Note abholt, sondern der eigentliche Sinn und Zweck ist es eben, dass darüber ein Gespräch geführt wird mit den Studierenden. Daraus erhält man nämlich eine Lernchance. Ein Evaluationsbogen sagt dazu erstmal nur begrenzt etwas aus. Das ist ja etwas, was man genau von Studierenden auch erwartet, dass sie Hinweise annehmen, dass sie sich darüber weiterentwickeln. Und es gibt eigentlich keine bessere Gelegenheit, das selber, wenn man so will, auch über Vorbildhandeln so ein bisschen tatsächlich auch zu zeigen. Gleichzeitig geht es der Ruhr-Universität ja schon darum, dass wir eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lehre haben, in inhaltlicher Hinsicht, aber natürlich auch in methodisch-didaktischer Hinsicht. Und dafür sind Lehrevaluationen eben ein Kerninstrument, nicht das einzige, aber doch ein wichtiges Instrument, um dieses zu beflügeln und darüber das Gesamtangebot an der Ruhr-Universität immer weiter zu optimieren.